Sie wollten einen Job? Sie haben ihn. Leider nicht als Designassistentin, sondern als Näherin. Du, ich, Timo, Leonie, wir alle zusammen in Paris. Ich denke mal drüber nach. Wir müssen jetzt irgendwie nachweisen, dass Ansgar die Gelder veruntreut hat und die Krise nur vorgetäuscht. Ich habe keine Lust mehr, alles wegnehmen zu lassen, was ich mir in den letzten Jahren aufgebaut habe. Wir handeln jetzt. Mach dir keine Sorgen, dass ich dich herausreiße. Steh noch nicht auf. Und ich habe gedacht, wir bleiben für immer zusammen. Das für die Nacht der Nächte. Du bist auf diesem Schloss genau so lange, wie Sebastian es will. Weißt du, Tanja, ich habe schon jede Menge richtig gute Ideen, was den Umbau der Firma betrifft. Sojamilch. Wer hat das angeordnet? Wann wolltest du mir das sagen, Tanja? Was? Das Ansgars Spezialauftrag. Was genau hat Ansgar gesagt? Ich soll ein Kleid präsentieren beim Presseempfang, den er für heute Abend angesetzt hat. Und als ich ihn gefragt habe, was das soll, hat er mir ganz nebenbei... Danke fürs Gespräch. Bisschen spät dran heute Morgen, was? Raus aus meinem Stuhl. Ach, jetzt komm schon. Ich habe dich auch auf meinem Schreibtisch sitzen lassen. Und liegen. Nur damit es klar ist, du kannst deinen albernen Presseempfang halt ohne mich abziehen. Nein, das kannst du doch nicht machen. Was sag ich denn jetzt Lotti Rothfeld? Lotti Rothfeld kommt? Klar, alle werden da sein. Schließlich will doch niemand die feierliche Präsentation meines neuen Designers und meiner neuen Linie unter dem Dach von LCL vermissen. Deines neuen Designers. Eigentlich habe ich gedacht, du hättest dir diese alberne Idee aus dem Kopf geschlagen, denn ohne meine Zustimmung kannst du keinen Designer einstellen. Und ob ich das kann? Ich habe viel vor mit dieser Firma, Tanja, und das ist erst der Anfang. Je früher du dich dran gewöhnst, desto besser. Was ist mit Rebecca? Ein bisschen Konkurrenz belebt das Geschäft. Also, zieh dir heute Abend was Hübsches an. Und wenn du schön artig bist, wer weiß, vielleicht lasse ich dich demnächst noch mal auf meinem Schreibtisch sitzen und liegen. Dann sag mir doch wenigstens, wie dein toller Designer heißt. Na klar, heute Abend. Sag mal, weißt du, was es damit auf sich hat, Kim? Wahrscheinlich hat das was mit dem Presseempfang zu tun. Wegen dem neuen Designer. Rebecca von Landschen hört auf? Nein. Ansgar will eine zweite Linie einführen mit einem neuen Designer. Und weißt du, wer da so kommt? Ich fürchte, das ist top secret. Aber es muss schon einer ganz großen sein. Also bei einem Label wie LCL. Obwohl, von denen ist überhaupt keiner frei gerade. Also wenn die Kohle stimmt, dann kriegst du jeden, den du willst. Und glaubst du, dass der neue Chefdesigner seine eigene Assistentin mitbringt, oder? Naja, Hauptsache, ich muss nicht für beide springen. Ja, ich bin die Assistentin von Rebecca. Ist schon anstrengend genug. Kaffeepäuschen ist vorbei, mitkommen. Siehst du, was sage ich? Du kommst bitte auch gleich mit, Martha, ja? Alter, nimm deine Dreckmutten hier weg, ey. Was soll denn der Scheiß? Oh. Lieber ein Dixie-Klo als deine Füße, ey. War ein ganz schöner Abend gestern, ne? Ich glaube, den werden wir so schnell nicht vergessen. Garantiert nicht. Oh. Kannst du dich an irgendwas erinnern? Nee. Du?
ein Luder um den Hals hängen, sag mal. Schlüssel. Schlüssel. Was ist denn das für ein Schlüssel? Ein Schlüssel zu meinem Herzen? Das ist ein Schlüssel zu deinem Herzen. Das ist ja nicht wahr. Was ist nicht wahr? Emilie, wir haben gestern 2000 Tacken vertrunken. Und wir leben noch. Scheiße. Moment mal, wir wollten uns da tätowieren lassen. Stimmt, unsere Freundschaftstattoos. Nur Haare. Zeig mal deinen Rücken. Und? Nee, da ist nichts. Sag mal dein. Mach mal richtig hoch. Höher. Hey. Tja. Dann haben wir sie doch nicht gemacht, hm? Dann haben wir sie doch nicht gemacht. Außer... Nee. Guck mal bei mir. Guck mal bei mir nach. Oh. Und? Emilio? Forever. Nee. Ja. Zeig mal dein. Zeig mal her. Ah. Ja, ich glaub's nicht. Oh. Entschuldigung. Wir haben's wirklich gemacht. Wir haben uns Tattoo gestochen. Ich glaub's nicht. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Nein! Ist das alles, was ihr zur Auswahl habt? Nein, Kim und Martha holen gerade noch ein paar Kleider. Sag mal, Rebecca, ist dir klar, dass dieses eine Kleid deine ganze Arbeit als Chefdesignerin repräsentieren wird? Ja, es ist mir klar. Und dass ich jetzt in direkter Konkurrenz zu Ansgars neuem Designer stehe. Hast du wirklich keine Ahnung, wer es sein könnte? Nein. Ich meine, wenn es einer von den üblichen Verdächtigen ist, dann hätten wir doch was gehört. Kannst du dich nicht mal ein bisschen in der Szene umhören? Du meinst, weil ich bis heute Abend nichts Wichtigeres zu tun Das habe? ist wichtiger. Ich will wissen, ob Ansgar einen Coup landet oder ob er uns eine Attrappe vorsetzt. Was, eine Attrappe? Ich weiß nicht. Ich meine, ich traue Ansgar wirklich viel zu, aber damit würde er sich selbst in der Öffentlichkeit total blamieren. Er hat den Neuen explizit als seinen Mann angekündigt. Ja, du hast recht. Zumal Lotti Rothfeld kommt. Wie bitte? Lotti Rothfeld kommt? Und ich darf nur ein Kleid präsentieren? Na toll. Glaubst du, Lotti weiß Bescheid? Ich kann sie ja schlecht fragen, ne? Dann würde ich ihr auf die Nase bitten, dass ich selbst keine Ahnung habe, was in diesem Laden passiert. Ja, kommst du bitte? Emma wartet unten. Ich habe gebucht, wir fliegen heute noch in die Schweiz. Jetzt? Das sieht super aus, wirklich. Aber vielleicht ein bisschen weniger mit den Hüften wackeln. Und du musst einen Fuß vor den anderen setzen, ne? Ich wusste gar nicht, dass du dich damit so gut auskennst. Arbeitest du nebenbei als Model? Nein, natürlich nicht. Aber ich schaue mir natürlich genau an, wie Models laufen. Schließlich müssen sich ja in meinen Kleidern nicht näher auch wohlfühlen, ne? Willst du mir vielleicht zeigen, wie es geht? Gut. Hast du so gewollt? Vielleicht soll ich als Model umschulen. Quatsch. Du hast doch wohl den besten Job auf der Welt. Meinst du, dass der Neue seine eigene Assistentin mitbringt? Oder soll ich mich vielleicht bewerben? Ja, probier's doch mal. Aber wie tüte ich das am besten ein? Ich meine, gehe ich einfach hin und frage ihn? Oder vielleicht ist es am besten, vorher auf sie aufmerksam zu machen. Vielleicht heute Abend. Hey, Specki, weg da. Kim, Martha, wo bleibt ihr denn? Wir brauchen die Kleider. Los jetzt.
Weißt du, was ich hätte sagen sollen? Lieber rund um die Hüfte als hohl in der Birne. Ja. Und? Seid ihr beiden jetzt fest zusammen? Wie meinst du das? Naja, ihr wart gestern so ziemlich kuschelig. Aber nicht wir zwei miteinander. Kann es sein, dass ihr den totalen Filmriss habt? Sag mal, was ist denn genau passiert? Also, ihr habt gebechert. Sanchez, auf dich. Auf mich. Auf dich. Auf mich. Und dann habt ihr irgendwann den Nostalgischen gekriegt. Man hörst du dich noch an die Poolparty auf eurer Finke? Welche? Die mit den zwei Schweden. Na klar. Inga und Hilde. Natürlich noch an Inga und Hilde. Es war legendär. Und dann waren da diese Mädels. Hola, Chicas. Aber irgendwie lief es nicht so. Also habt ihr die Armen übel enttäuscht. Ich bin sowas von vergeben, Mädels. Es tut mir leid. Wir sind so miteinander. Der ist meine große Liebe von Anfang an. Ich habe den gesehen und habe gedacht, Halleluja, küss mich. Ja, aber das war nur ein Gag. Anfangs schon. Und dann? Und dann seid ihr richtig abgegangen. Also, es war schon richtig krass. Und dann seid ihr irgendwann zusammen verschwunden. Und dann? Und dann seid ihr irgendwann wieder aufgetaucht und habt mir ganz stolz eure neuen Tattoos gezeigt. Wir haben's gemacht! Und siehst du's? Nur so aus Neugierde. Sind die wirklich echt? Wir haben anfangs auch gehofft, dass es wieder zum Abziehen ist, aber... Es ist für die Ewigkeit. Und wir sind stolz drauf. Also ja. Ey, sag mal ganz kurz, hast du vielleicht eine Ahnung, was es mit dem hier auf sich hat? Dann wollen wir mal. Das wollen wir mal. Ihr habt noch einen Deckel offen. Oh, also ich warte draußen. Kommt schon, ich habe noch was anderes zu tun. Sebastian, kannst du mir sagen, was ich in der Schweiz soll? Ich dachte einfach, dass du vielleicht gerne dabei wärst. Wobei? Oh, bitte, da kommst du doch selbst drauf. Ich habe aber keine Lust auf Ratespielchen. Ach, du meinst das Schweizer Nummernkonto, das wir aus Ansgars geschredderten Unterlagen rekonstruiert haben. Und das uns vermutlich zu dem Geld führt, das er ursprünglich auf den Caymans geparkt hatte. Damit können wir endlich beweisen, dass er diese Bankenkrise nur fingiert hat. Wir nehmen diese feiste Qualle in die Zange und dann drücken wir ihm die Luft ab. Ja, ich habe jemanden von der Bank ausfindig gemacht, der mit uns reden wird. Aber das will er nicht am Telefon tun. Sebastian, wir kriegen Ansgar. Und wenn wir ihm seine kriminellen Machenschaften nachweisen können... Ist er die längste Zeit Firmenchef gewesen. Und da dachte ich mir, vielleicht möchtest du diesen erhebenden Moment nicht verpassen und dabei sein, wenn ich mit dem Informanten spreche. Auf jeden Fall. Habe ich dir schon mal gesagt, dass du der Beste bist? Ich weiß. Ja, komm, wenn wir uns beeilen, dann schaffen wir es vielleicht bis heute Abend wieder zurück. Und dann hänge ich Ansgar an seinem eigenen Presseevent hin. Oh Gott, das wird so schön im Emma, komm. sein. Emma, nicht die Murmel. Eine Murmel! Auch nicht. Scheiße, kann weg. Was? Ich wollte fragen, was ich als nächstes machen soll. Bist du mit dem Cocktailkleid fertig? Ja. Änderung der Businessline? Strandmoden? Bist du echt schnell. Aber nur beim Nähen. Auf 100 Metern war ich immer eine Null. Ja, ich glaube, es sind alle Näharbeiten getan. Du kannst von mir aus nach Hause gehen. Echt?
Danke. Und wann soll ich wiederkommen? Morgen früh. Aber heute Abend, da ist doch dieser Presseempfang. Ja, und? Naja, ich hatte gehofft, also, weil ich doch das Kleid... Sorry, das ist nur für geladene Gäste. Da kann ich bei dir auch keine Ausnahme machen, sonst muss ich die ganze Belegschaft einladen. Ja, klar. Wir brauchen einen Arzt, schnell. Unsere Tochter hat sich eine Murmel ins Nasenloch gesteckt. Hat sie Atemprobleme? Nein, aber sie hat eine Murmel in der Nase. Solange sie ganz normal atmen kann, besteht kein Grund zur Beunruhigung. Ich möchte jetzt gerne mit jemandem sprechen, der kompetent ist. Nehmen Sie doch bitte einmal Platz. Glaubst du, die hat eine Ahnung davon, wer hier die Bänke im Krankenhauspark gestiftet hat? Ja. Das ist doch wahr, blöde Kuh. Ja, Maus. Gleich kommt der Onkeldoktor und der holt mir die Murmel aus der Nase. Wenn es hier noch lange dauert, dann verpassen wir alle unseren Flug. Was? Du willst nicht den Firmenjet nehmen? Damit Ansgar auch noch gewarnt ist? Ich habe natürlich einen Linienflug gebucht. Naja, im Zweifelsfall kann nur einer von uns fliegen. Ich. Pass mal auf, Emma. Der Papa, der passt jetzt noch mal auf dich auf, weil... Upsala. Ich muss noch mal ganz schnell zum Flughafen, ja? Nein, die Mama passt noch mal auf dich auf, weil der Papa nämlich fliegt. Ich habe den Kontakt mit dem Mann hergestellt. Ja, okay. Dann melde dich, sobald du was Neues weißt. Ja, und du meldest dich, sobald es hier was Neues gibt, ja? Also. Tschüss. Er muss noch mal ganz schnell zum Flughafen, der Papi. Ups, Telefon. Lotti. Hallo, Lotti. Sind Sie schon in Düsseldorf? Eben gelandet. Und? Was sagen Sie zu der Wahl unseres neuen Designers? Wenigstens wird's nicht langweilig. Ja, wir haben uns die Entscheidung auch wirklich nicht leicht gemacht. Ich würde ja ganz gern noch mal mit Ihnen über den Neuzugang plaudern. Wollen wir uns sich vielleicht irgendwo treffen? Vielleicht im Schneiders? Würde es Ihnen was ausmachen, ins St. Vinzenz Krankenhaus zu kommen? Meiner Tochter ist da so ein kleines Malheur passiert. Hey Martha, was machst du denn schon hier? Ich habe heute frei gekriegt. Na, so richtig begeistert klingt das ja noch nicht gerade. Heute Abend ist doch der Presseempfang. Ja, wo LCL seinen neuen Designer und die zweite Modelinie vorstellt. Aber ich als einfache Näherin bin natürlich nicht eingeladen. Vielleicht kannst du ja mal ein gutes Wort für sie einlegen, so als Personalchefin von Enterprises. Nein, lieber nicht. Ich meine, das war ja auch total unfair meinen Kollegen gegenüber. Wenn ich nur eingeladen werde, weil ich Connections habe. Hm? Ja? Das finde ich genau die richtige Einstellung, Martha. Ich muss los, ihr beiden. Zurück in die Firma. Tschüss. Tschüss. Ich hätte sie schon noch rumgekriegt, dass du auch immer so anständig sein musst. Aber nimm's nicht so schwer. Presseempfänge sind eh total langweilig. Da steht man nur rum, trinkt die ganze Zeit Champagner, Bussi rechts, Bussi links. Total langweilig. Ich hätte mir das einfach gerne mal angeschaut. Naja, und vielleicht beim Designer mal vorgefühlt, wie es so mit der Assistentenstelle aussieht. Daher weht der Wind. Ich hätte sogar gewusst, was ich anziehen soll. Ich habe nämlich ein Kleid genäht. Also als Abschlussarbeit in der Modeschule. Oh, das wäre der ideale Anlass gewesen. Naja, heb's dir einfach für dein nächstes Date auf. Welches nächste Date? Ja, irgendwann wird schon noch mal jemand kommen, oder hängst du immer noch an deinem Ex? Jochen? Nee, der war absolut nicht der Richtige. Irgendwann kommt schon der Richtige. Und der nimmt dich so, wie du bist. Und? Wie bin ich? Was meinst du? Naja, das klingt jetzt gerade so, als würdest du sagen, jemand, der dich liebt, obwohl du dick und anstrengend bist. Quatsch. Du bist nicht anstrengend. Aber dick. Hm? Also, wenn ich ein Mann wäre, ich würde jedes Gramm an dir lieben. Ja. Aber gerade stürze ich mich eh viel lieber auf meine Karriere. Und was machen wir jetzt?
Naja, du musst jetzt gleich los nach Paris und ich werde schön meinen Kater fliegen. Bin ja jetzt arbeitslos. Also ich will ja nichts sagen. Dann lass es doch. Hey, da ist ja unsere Heulsoße. Was meinst du damit? Was meint ihr damit? Ist schon okay. Ist ganz schön voll gewesen. Da kriegt man schon mal seinen emotionalen. Du meinst mich? Ganz ehrlich, ich habe einen erwachsenen Mann schon lange nicht mehr so heulen gesehen. Das ist doch völliger Quatsch. Ist das doch. Und wo genau hast du ihn gesehen? Ja, hier im No Limits. Kann es sein, dass ihr beide einen totalen Filmriss habt? Nö. Hast du zufälligerweise mitbekommen, warum er... Emilio geheult hat? Ja. Nee. Aber ich habe gesehen, wie er eine halbe Stunde auf so einen Typen eingeredet hat. Was denn für ein Typ? Keine Ahnung. Weißt du was, ich glaube, er verarscht uns. Du verarschst uns. Ja, glaubt doch, was ihr wollt. Aber du hast überhaupt nichts mitbekommen, was Emilio geredet hat. Nur so ein Satz, der immer wieder gefallen ist. Geben Sie mir meine Zukunft zurück. Geben Sie... Hey, das habe ich nicht gesagt. So schlau bin ich nicht. Wirklich nicht. Nee. Oh, Lotti. Tanja. Oh Gott, Entschuldigung, dass ich Ihnen so ein stilloses Ambiente zumuten muss. Ich liebe Krankenhäuser. Immer diese Hotels. Wenn ich könnte, würde ich auf der Intensivstation übernachten. Na, kleines Mädchen? Soll ich dir die Murmel aus der Nase holen? Ja. Nein, das überlassen wir dann lieber dem Fachpersonal. Lotti meint das nicht so. Ich finde, Sie haben die Einführung Ihres Designers perfekt inszeniert. Die Branche liegt flach und fragt sich, wie es zu dieser Wahl gekommen ist. Hat Ansgar Sie eigentlich in die Entscheidung einbezogen? Wer der neue Designer ist? Ja, natürlich. Es klang so, als hätte er das allein entschieden. Ach, Sie wissen ja Männer und ihre Eitelkeiten. Glauben Sie, dass der Name heute Abend für Überraschung sorgen wird? Durchaus. Aber um sicherzugehen, dass ich richtig informiert bin, könnten Sie mir den Namen natürlich noch mal nennen. Naja, bei Ihren Verbindungen wissen Sie bestimmt genauso viel wie ich. Ich glaube langsam, dass Ansgar von Lahnstein Sie nicht in seine Entscheidung einbezogen hat. Sag mal, ist die Murmel da jetzt von selbst rausgefallen? Emma! Komm, ganz schnell nach Hause. Lotti, es tut mir sehr leid, aber Emma muss ganz schnell nach Hause. Aber ich verspreche Ihnen, dass das ein unvergesslicher Abend wird. Bis später. Gräfin Lahnstein, Sie wären dann jetzt dran. Und was machst du jetzt noch mit deinem freien Nachmittag? Oh, ich bin da überhaupt nicht dazu gekommen, mir Düsseldorf mal in Ruhe anzuschauen. Was mache ich für euch heute? Martha Wolf? Martha? Du, wir brauchen dich nochmal. Sofort. Rebecca, bist du das? Ja, unser Kleid für den Presseempfang. Es passt nicht. Das muss nochmal abgenäht werden. Okay, kein Problem, ich komme. Ja, bitte beeil dich. In spätestens einer Stunde muss hier alles fertig sein. Ich mache mich sofort auf den Weg. Ach du meine Güte. Ich hoffe, das war nicht mein Fehler. Nee, das war nicht mein Kleid. Wenn du noch mal zur LCL musst, vielleicht dauert die ganze Sache länger und du kannst doch noch auf den Presseempfang. Stimmt. Ich zieh mein Kleid an. Wie, du warst gestern auch nicht da? Ich war auch nicht da, nee. Kennst du irgendjemanden, der da war? Auch nicht. Danke trotzdem. Ciao. Mach's gut. Und? Ja, nichts. Also entweder die Leute waren gestern überhaupt nicht da oder sie haben nichts mitgekriegt. Dito. Sehen wir der Wahrheit ins Auge. Die Nacht wird wohl für immer im Dunkeln bleiben und wir haben keine Ahnung, wo das süße liebe Geld hin ist. Wir werden niemals rauskriegen, was für eine Zukunft der dir zurückgeben soll. Und was dieser Schlüssel zu bedeuten hat. Dein Telefon klingelt. Leo. Hey, Leo. Na, du Pappnase? Hast du wenigstens einen ordentlichen Kater? Was? Überhaupt nicht. Geschieht dir recht. Wieso? Du hast mich gestern Nacht bestimmt 10-mal aus dem Bett geklingelt. Ach, hör auf. Echt? Ja, echt.
Und dann hast du mir jedes Mal ins Ohr gelallt, dass ich mir unbedingt eine Adresse für dich merken soll. Okay, und kannst du dich noch daran erinnern, was für eine Adresse das war? Oststraße, Ecke Bismarckstraße. Aber frag mich bitte nicht, was da sein soll. Geben Sie mir meine Zukunft zurück! Verdammt, geben Sie mir meine Zukunft zurück! Entspann dich doch mal! Nicht so ungut, ja? Meine Zukunft zurück. Ich will nur meine Zukunft. Also jetzt mal unter Geschäftsmännern. Ich habe hier 2000 Gründe, die Sie vielleicht überzeugen können. Was meinen Sie? Hier, alles deins. Nee! Wow! Timo, bist du noch dran? Ja. Leo, du bist die Beste. Ich erkläre dir alles, wenn ich morgen bei dir in Paris bin, okay? Küsschen. Ja. Tschüss. Ich liebe dich auch. Und, was gibt's? Ach, nichts. Leo hat sich nur gemeldet. Oh, ja. Sag mal, Emi, hast du zufälligerweise einen Zettel und einen Stift einstecken? Nicht? Gut. Ach, hier. Entschuldigung. Hast du eventuell einen Zettel und einen Stift einstecken? Das wäre super. Ach, guck mal. Dankeschön. Jetzt nur noch ein Stift. Jawohl. Könnt ihr behalten. Oh, Dankeschön. Danke. Sehr nett. Jana, kannst du mir mal kurz mit dem Reißverschluss helfen? Ja, klar. Oh, tut mir leid, ich glaube, das ist einfach Zu eng? Böser Schokopudding. Mann, ich glaube, ich habe echt zugenommen. schade, weil ansonsten ist das Kleid echt toll. Da hilft nur eins. Meine Geheimwaffe. Wow. Viel besser. Wenn ich jetzt nur atmen könnte, wäre es perfekt. Und was war jetzt deine Geheimwaffe? Richtige Unterwäsche. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Nee, das war hoffentlich heute der letzte Notfall. Ja. Brauchst du vielleicht einen Kaffee oder ein Wasser? Ich kann ja was zu essen holen. Ich habe dafür keine Zeit. Ja, das sieht gut aus. Doch, passt. Rebecca, was denn noch? Wäre es vielleicht nicht besser, wenn ich hier bleibe? Also, wenn mit dem Kleid noch irgendwas sein sollte. Ich werde auch komplett unauffällig mich verhalten, still und leise in eine Ecke setzen und unsichtbar machen. Versprochen. Das geht nicht, Martha. Das habe ich dir doch schon gesagt. Okay, gut, dann bleibst du eben hier. Hey, Sebastian. Und? Was sagt der Informant? Wie geht's Emma? Gut, die Murmel ist von selbst rausgefallen. Ah, Gott sei Dank. Das heißt, ihr seid schon wieder zu Hause? Ja. Emma hat die ganze Aufregung auch schon längst vergessen. Mann, ich suche die ganze Zeit nach einem passenden Kleid für heute Abend, aber seit wir in diese neuen Räume hier gezogen sind, finde ich überhaupt nichts mehr. Verstehe. Also komm, jetzt mach's nicht so spannend. Hast du den Informanten getroffen oder nicht? Es sieht gut aus. Er hat durchblicken lassen, dass er uns liefern kann, was wir brauchen. Versprich mir, dass du es nicht versaust. Versprochen. Und melde dich, sobald es was Neues gibt, ja? Mach ich. Ach, und Tanja, ich liebe dich auch.
Jetzt haben wir dich bei den Eiern, Ansgar. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Brisant. Wir berichten heute aus den heiligen Hallen des Düsseldorfer Modelabels Linie Clarisse Lahnstein. Ja, und zwar aus einem ganz besonderen Anlass. Neben Chefdesignerin Rebecca von Lahnstein hat die Geschäftsführung von LCL jetzt einen neuen Designer verpflichtet, der ab sofort mit einer eigenen Linie tätig sein wird. Ja, und der Name ist bislang das größte Geheimnis und in wenigen Minuten wird er bekannt gegeben. Wir sind gespannt. Cousinchen. Oh, Entschuldige. Hi. Das ist ja toll, dass du auch hier bist. Du, ich muss ja auch sehen, mit wem Rebecca in Zukunft zusammenarbeiten wird, oder? Gegen wen? Ich bin auch schon total gespannt. Ist alles okay bei dir? Du sprichst so ein bisschen gepresst. Ja, alles super. Das ist ein tolles Kleid übrigens. Ist selbst genäht. Hey. Weißt du, das ist echt wieder typisch Ansgar. Er möchte, dass es ein mega Glamour-Event wird und dann spart er am Catering-Service. Kann ich irgendwie helfen? Ja, du, das wäre super. Lotti Rothfeld, die trinkt ihren Spezialcocktail und dazu eine Kleinigkeit zu essen. Ja. Kannst du das übernehmen? Ich bin sofort auf meinem Weg. Super, danke. Ansgar, Tanja, wo bleibst du? du weißt doch, die wichtigsten Leute kommen immer zuletzt. Wie lange bist du denn schon da? Ach, jetzt lass doch die Spielchen. Wenn du nicht rechtzeitig kommst, fange ich ohne dich an. Dann sieht hier jeder, wie wichtig du noch bei LCL bist. Tu, was du nicht lassen kannst. Jetzt muss ich mich beeilen, sonst verpasse ich noch meinen Zug nach Paris. Weißt du was, ich komme einfach noch mit zum Bahnhof. Nee. Wir bringen das schön hier hinter uns, Emilio. Nee, Paris ist doch nicht aus der Welt, Emilio. Wir bleiben doch sowieso im Kontakt. Okay, dann mach's gut, ja. Mach's besser. Und vielen Dank, dass du noch geblieben bist. War ein toller Abend, auch wenn ich mich an nicht so viele Dinge erinnern kann. Ach so. Und, was wird das? Ach du, das ist ein Abschiedsgeschenk. Und du gehst jetzt zur Oststraße, Ecke Bismarckstraße. Und dann öffnest du den Zettel und liest ihn durch. Okay? Okay. Versprochen? Augen. Versprochen. Ich hab dich lieb. Nicht mehr, sonst verpasst du noch den Zug. Und immer schön gemütlich durch die Hose atmen, Herr Sanchez. Reicht doch immer. Hey, warte mal, ich meine, was finde ich denn hier? Vielleicht deine Zukunft! Running is a victory. Run,
wie blöd rumtelefoniert. Keiner weiß, wer der Neue ist. Scheiße. Ja, scheiße. Lotti! Ja. Mein Vögelchen hat gezwitschert und gezwitschert. Aber alle namhaften Designer scheiden aus. Sie wollen mich doch nicht enttäuschen. Ich werde das genauso schreiben, falls das aufregendste Ereignis bei LCL die Murmel in der Nase ihrer Tochter war. Lotti, Sie müssen das Ansgar verzeihen. Er ist neu in der Modebranche. Die Frage ist, ob er daran alt wird. Entschuldigen Sie mich ganz kurz, ja? Ich bin sofort wieder. Tanja, wie schön, dass du es einrichten konntest. Ja, du darfst jetzt anfangen. Zu gnädig. Und? Schon irgendeine Idee, wen ich gleich präsentiere? Du warst doch so gespannt. Ehrlich gesagt, es ist mir egal. Im Zweifelsfall feuere ich ihn gleich wieder. Ja, aber nicht solange ich Chef bei LCL bin. Lotti, habe ich Ihnen schon gesagt, wie fantastisch Sie heute aussehen? Danke. Schon mal was zu trinken? Kommt. Vorsicht! Kleine Showeinlage. Kommen Sie kurz mit in mein Büro, ja? Sometimes I sigh a bit. Silently, I slowly lose myself. Over and over, take comfort in my skin. Endlessly surrender to my will. Forever and ever, I dissolve. Du hast diesem Typen damals den Wagen verkauft. Jetzt hast du deine Zukunft zurück. Sieh zu, dass du diesmal alle amtlichen Genehmigungen zusammenbekommst, Emilio. Und zwar wirklich alle, Herr Sanchez. Und dann zieh's durch. Was mache ich, Alter? I will end up dust. I'm in heaven.
your love strong enough? Like a rock in the sea. Am I asking too much? Is your love strong enough? Just one beat of your heart. Kannst du laufen? And stranger than fantasy. I knew from the start it had to be the place for me. Someone that I